Ende April platzt die Fensterbank und du willst deine Tomaten rausstellen. Draußen ist es sonnig, Frost gibt es keinen. Also raus damit, oder? Aber Vorsicht, bei einstelligen Temperaturen droht eine unsichtbare Gefahr. Unter 10 Grad schalten die Wurzeln nämlich komplett ab und verhungern. Wann genau ist es also wirklich sicher, die Pflanzen ins Freie zu setzen? Das Problem liegt tief im Boden, wo ein echter Kälte-Lockdown passiert. Fällt die Erdentemperatur auf 10 bis 11 Grad, passiert etwas Fatales. Die lebenswichtige Stickstoffaufnahme der Pflanze wird radikal blockiert. Der Dünger ist zwar da, aber die kalten Wurzeln können ihn nicht nutzen. Aber warum sind ausgerechnet unsere Tomaten so extrem wehrlos bei Kälte? Heimische Pflanzen wie der Apfelbaum haben einen natürlichen Frostschutz. Tomaten stammen ursprünglich aus den warmen Anden Südamerikas. Im Gegensatz zu heimischen Gewächsen fehlt ihnen schlichtweg der Bauplan. Sie können sich auf zellulärer Ebene nicht minimal gegen Kälte wehren. Aber was passiert, wenn sie trotzdem ungeschützt zu früh draußen landen? Oft färben sich die Blätter draußen plötzlich intensiv dunkelviolett. Viele Hobbygärtner geraten in Panik und vermuten eine schlimme Krankheit. Tatsächlich zeigt diese lila Farbe aber einfach massiven Kältestress an. Die kalten Wurzeln saugen keinen Phosphor mehr auf und Zucker staut sich. Um diesen Stress zu vermeiden, brauchst du harte und verlässliche Zahlen. Die magische Sicherheitsgrenze für die Lufttemperatur liegt bei 8 Grad. Solange das Thermometer nachts nicht unter diese 8 bis 10 Grad fällt, wachsen deine Pflanzen sicher und ohne gefährliche Pausen weiter. Doch die Lufttemperatur aus der Wetter-App erzählt nur die halbe Wahrheit. Warum sterben die Pflanzen oft, obwohl die App sichere 9 Grad zeigt? Direkt am Boden sammeln sich nachts oft unsichtbare, eiskalte Luftseen. Auch wenn die App 9 Grad meldet, friert die Erde unten vielleicht. Für optimales Wachstum muss der Boden mindestens 13 Grad warm sein. Deshalb solltest du die Erde im Beet immer selbst nachmessen. Aber wie kannst du den Auszugstermin trotzdem geschickt etwas vorverlegen? Dein lokales Mikroklima schlägt das Kalenderdatum der Eisheiligen locker. Eine massive Hauswand speichert tagsüber die wertvolle Wärme der Sonne. Nachts gibt sie diese Energie ab und wärmt die direkte Umgebung spürbar. Ein Topf an der Südwand kann deshalb oft Wochen früher nach draußen. Bleibt nur noch die Frage, wann genau du die Wetter-App checken musst. Schau in der App niemals auf die durchschnittliche Nachttemperatur. Der kritischste Moment für deine Pflanzen ist exakt 5 Uhr morgens. Prüfe gezielt diesen Tiefstwert kurz vor dem eigentlichen Sonnenaufgang. Sind Boden und Luft dann warm genug, brauchst du keine Eisheiligen mehr. Dann dürfen deine Tomaten endlich dauerhaft und sicher in den Garten. Wir sollen mehr solcher Videos machen? Dann freuen wir uns über dein Like und dein Abo.